Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In meinem heutigen Video habe ich für euch einen Selbstbräuner-Test. Ich habe nämlich bei Rossmann einen neuen Selbstbräuner entdeckt und den musste ich unbedingt ausprobieren und dachte, hey, ich drehe mal dazu ein Video, denn es ist Sommer und wir wollen alle gerne braun sein, aber wollen uns nicht in die Sonne legen wegen Falten etc. Und ja, deswegen habe ich mir den geholt, um ihn zu testen. Er hat mich auch ziemlich an einen anderen Selbstbräuner erinnert. Und ja, wie ich den Selbstbräuner finde und ob man ihn mal ausprobieren sollte oder nicht, das erfahrt ihr jetzt in dem Video. Falls dir das Video Spaß macht, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, die Glocke zu abonnieren. Lasst mir gerne ein Abo da, falls du noch hier gelandet bist. Und abonniert doch gerne mein anderes Social Media. Ist alles unten in der Infobox. Viel Spaß beim Video. Ich war letztens beim Rossmann und habe ein paar coole Neuheiten entdeckt und unter anderem war dieser Selbstbräuner mit dabei, der mich ziemlich an einem anderen Selbstbräuner erinnert hat und deswegen habe ich ihn einmal mitgenommen und zwar ist das von Sun + dieser neue Selbstbräuner. Und zwar ist das Selbstbräunungsmousse, natürliche aussehende gleichmäßige Bräune mit Kokoswasser, Aloe Vera für Gesicht und Körper. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, so, der sieht irgendwie aus wie der Selbstbräuner, den ich letztes Jahr verwendet habe, der auch ziemlich gehypt ist. Und zwar ist das dieser hier von Ambre Solaire. Und den habe ich auf jeden Fall letztes Jahr verwendet. Ich habe den auch komplett leer gemacht. Der ist auf jeden Fall auch in meinem nächsten Empty-Video zu sehen, das kann ich jetzt schon sagen. Und ja, ich habe den gerne verwendet. Ich muss allerdings sagen, ich persönlich fand ihn, was mich gestört hat, ich fand ihn klebrig. Ich fand ihn sehr klebrig sogar, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, also damit schlafen gehen, das kann ich auf jeden Fall nicht. Allgemein kann ich das nicht so gut mit Selbstbräuner, weil ich bin so eine Person, ich kann nicht schlafen, wenn irgendwas klebt oder schwitzig ist oder wenn ja, man so ein backiges Gefühl hat. Deswegen gehe ich auf jeden Fall nie mit Selbstbräunern schlafen. Und ich habe ihn aber leer gemacht und die Bräune war auch sehr schön, gleichmäßig und ich fand es angenehm mit dem Schaum. Deswegen hätte ich mir den jetzt auch wieder nachgekauft. Ich habe ja vorher immer den von St. Moritz verwendet, den ich auch immer noch gut finde, aber irgendwie, I don't know, hatte ich den einfach ausprobiert und fand den dann auch gut. Und jetzt gibt es das neue Produkt und das ist dieser hier von Sun Ozone. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, wie ja, der Selbstbräuner so performt, wie ich ihn aufgetragen habe. Und dann sprechen wir über das Ergebnis. Ja, ihr süßen Mäuse, also so schaut der Selbstbräuner dann nochmal von nahen aus. Wie schon gesagt, also für mich ist das wirklich so ein 1:1 Tube zu dem Garnier Selbstbräuner, weil die Flaschen sind gleich, die Flüssigkeit ist fast gleich, er lässt sich gleich auftragen, allerdings überwiegen für mich die Vorteile bei dem Sun Ozone Selbstbräuner. Und ja, dann geht es für mich in die Dusche, das sollte man immer machen, bevor man Selbstbräuner aufträgt. Das heißt, ich dusche mich, peele mich, dafür nehme ich diesen Loofah-Schwamm von Rossmann und danach rasiere ich mir auch noch die Beine und dann bin ich ready zum Auftragen. Ich mache das meistens dann morgens und lasse es dann für 3-4 Stunden einwirken und dann spüle ich es halt wieder ab. Man kann natürlich auch damit schlafen gehen. Auf der Verpackung steht sogar drauf, dass man es gar nicht abspüren braucht, aber das würde ich auf jeden Fall trotzdem irgendwie empfehlen. So sehe ich auf jeden Fall vorher aus und ja, schon hell, würde ich sagen. Und der Schaum ist halt nicht getönt, deswegen muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man ihn wirklich überall aufträgt. Bisher klappt das ganz gut. Also ich arbeite mich von Arm zu Arm, von Bein zu Bein, Dekolleté, Bauch, Rücken und diesen Schwamm, den ich dort habe zum Auftragen, diesen Handschuh, den habe ich mir bei Amazon bestellt. Das ist so ein Selbstbräuner-Set, weil da hat man auch so ein längliches Teil für den Rücken und das ist total praktisch, weil ja, so kann man sich den Rücken auch selber eincremen und muss nicht irgendjemanden darum bitten. Und deswegen, ich habe euch das Set unten mal in der Infobox markiert, weil das ist wirklich top und den kann man ganz leicht auch in die Waschmaschine packen und ja, also ich finde dieses Schwamm-Set richtig, richtig gut. Und ja, wie schon gesagt, er lässt sich leicht auftragen. Man muss halt darauf achten, dass man alle Stellen erwischt. Zieht gut ein, ist nicht klebrig, was ich sehr angenehm finde. Und dann nach 3-4 Stunden spüle ich ihn ab. Und ich glaube, ich zeige euch gleich dann auch nochmal ein Vorher-Nachher-Bild.
Hier sieht man jetzt das Vorher-Nachher-Ergebnis. Man kann ihn auch aufbauen, also am nächsten Tag nochmal auftragen. Also bisher wurde es nicht fleckig, deswegen, also ich finde ihn wirklich sehr gut. Ich bin mit der Bräune sehr zufrieden. Ich habe ihn gestern erst wieder aufgetragen. Gut, in der Kamera, weiß ich nicht, sehe ich jetzt natürlich nicht sehr braun aus. Es ist, ich finde wirklich, also wenn man mir jetzt gegenüberstehen würde, dann sieht man es besser als in der Kamera durch das Licht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine schöne Bräune, es ist nicht fleckig. Ich würde ihn trotzdem aber abspüren. Was ich toll finde, ist, er klebt nicht. Also er klebt kaum, vielleicht so ein bisschen so in den Hautfalten, aber ansonsten zieht er wirklich sehr gut weg. Ich glaube, wenn jemand damit jetzt so kein großes Problem hat, dann kann er ihn vielleicht sogar auch drauf lassen. Der Geruch ist auch am Anfang angenehm. Über die Zeit entwickelt sich schon so ein bisschen dieser typische Selbstbräuner-Geruch. Das ist bei jedem Selbstbräuner. Ich habe noch keinen gefunden, bei dem es noch nicht so ist. Oder auch manchmal am nächsten Tag riecht man es auch. Aber es wird nicht fleckig, die Bräune hält lange. Und ich mag einfach den ganzen Auftragungsprozess, denn wie schon gesagt, ich mache es meistens dann morgens, dann arbeite ich halt erstmal, also jedenfalls wenn ich im Homeoffice bin, arbeite ich dann meistens erstmal für ein paar Stunden und danach spüle ich ihn kurz dann halt ab und dann ist alles fein und mir gefällt das sehr, vor allem kostet halt 4 Euro, der andere von Garnier kostet halt ja 8 Euro und ja, man kann schon sagen, ich meine, selbst die Flasche ist gleich, das ist eventuell ein Dupe ist. Allerdings muss ich sagen, finde ich das Dupe besser als das Original, weil, wie schon gesagt, beim Original stört mich sehr, dass es sehr klebrig halt ist und man so ein speckiges Gefühl irgendwie hat. Was ich übrigens ja auch bei Sonnencreme hasse, ne? Nur mal so gesagt. Ja, probiert es auf jeden Fall aus. Ich kann ihn euch empfehlen. Ja, und ich finde es einfach mega, 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 mega cool, dass Rossmann wirklich auf die Kunden hört, immer geilere und bessere Produkte rausbringt. Sie haben jetzt auch endlich mal ein Gesichtswasser rausgebracht, ohne Alkohol, was richtig cool ist. Das habe ich auch in den Neuheiten ja, bei Rossmann entdeckt. Falls ihr Bock habt auf ein Rossmann-Neuheiten-Video, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, und ich freue mich auf euch beim nächsten Video und wie schon gesagt, Daumen nach oben, Glocke abonnieren, Abo dalassen, darüber würde ich mich sehr freuen, weil ohne euch bin ich nur jemand, der mit der Kamera spricht. In diesem Sinne, wir sehen uns ganz schnell im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann.